Wir stehen vor großen Ereignissen. China militarisiert das chinesische Meer und die USA wollen dagegenhalten. Und Russland verlegt seine Raketen an die europäische Grenze. Es scheinen sich immer mehr zwei Konfliktparteien zu etablieren. Auf der einen Seite der Westen, angeführt von den kriegerischen USA und England, auf der anderen Seite der Osten unter Russland und China. Kann es eventuell sein, dass ein globaler, vielleicht ein dritter Weltkrieg ansteht? Sogar der Papst hat schon davon geredet, dass ein dritter Weltkrieg vielleicht sogar schon längst im Gange ist. Und wie wir wissen aus dem Wahlkampf von Donald Trump hat er angekündigt, im Notfall sogar Atomwaffen über europäischen Boden einzusetzen. Das hört sich alles wirklich nicht gut an, aber was können wir tun, um einen Riesenkonflikt, vielleicht einen dritten Weltkrieg, möglichst unbeschadet zu überstehen? Darum wird es in diesem Video gehen. Ihr lernt die wichtigsten Tipps. Bleibt also unbedingt dran, denn es wird spannend. Servus zusammen und herzlich willkommen bei Du bist genial. Als der Papst Franziskus auf einem Besuch in Bosnien war, hat er folgendes Zitat gesagt: Es ist eine Art dritter Weltkrieg, der gerade geführt wird, sagte er mit Blick auf die aktuellen Konflikte, und er ist der Meinung, dass diese Konflikte sogar noch geschürt werden. Und wir sehen auch, dass Israel immer öfters Syrien bombardiert und sogar jetzt sich in Stellung bringt gegen den Iran. Wie auch immer, was auch immer passiert, wir wollen schauen, dass wir nicht unvorbereitet in so eine Situation kommen. Also was können wir tun, um uns vorzubereiten? Die besten Tipps dazu habe ich euch in diesem Video vorbereitet. Es ist hier verlinkt, ihr müsst einfach draufklicken. Schaut euch das am besten an. In diesem Video geht es um den dritten und einen der wichtigsten Punkte, und zwar das Netzwerk. Es gibt viele Menschen, die isoliert leben und die sich auf Krisen vorbereiten, die vielleicht viele Vorräte sammeln und Prepping machen hier und dort und vielleicht sogar Waffen versuchen zu horten, ihre Muckis trainieren. Aber das wird alles nicht helfen im Ernstfall. Im Ernstfall wird nur der überleben, der ein starkes Netz hat. Hä? Nicht so ein Netz. Schauen wir dazu einfach ein bisschen zurück in die Geschichte. Etwa 900 nach Christus hatte Süddeutschland ein Problem. Und zwar sind immer wieder räuberische Reiterhorden aus Ungarn in Süddeutschland eingefallen und haben geraubt, haben geplündert, haben die Städte verbrannt und Menschen getötet und haben alles mitgenommen, was sie finden konnten. Und so war es nun möglich, dass jegliche gute Zivilisation in diesem Land aufgebaut werden konnte. Aber im Jahr 955 nach Christus hat Otto I. die ganzen Heere aus ganz Deutschland versammelt und hat die ungarischen Reiterhorden im Kampf gestellt. Es kam also zum Kampf und es gab eine große Schlacht, und in dieser Schlacht hat das geordnete und das organisierte Heer von Otto I. über die Reiterhorden gesiegt. Was will uns das heute sagen? Das ist ein Beispiel dafür, dass friedliche Menschen, die einfach friedlich leben und ihr Brot selbst verdienen, dass sie, wenn sie eine Zivilisation aufbauen, wenn sie zusammenhalten, wenn sie ein Netzwerk haben, dass sie stärker sind als Einzelgänger und als raubende Horden und als jegliche Störenfriede. Und so wird es auch immer sein. Zusammen kann man viel mehr erreichen, zusammen als friedliches Volk. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir ein starkes Netz haben, dann sind wir auf alles vorbereitet. Aber wie bekommt man heute noch so ein starkes Netzwerk in einer Zeit, wo viele einfach alleine und einsam und als Single leben? Ich gebe euch 3 Tipps, wie ihr euer persönliches Netzwerk aufbauen könnt. Das sind die folgenden 3 Tipps. Erstens, euer Charakter. Was für einen Charakter müsst ihr haben, dass es euch gelingt, Freunde und ein Netzwerk aufzubauen? Zweitens ist die Familie. Das ist euer erstes Netzwerk, das ihr habt. Drittens ist eure Nachbarschaft und euer Umfeld. Das ist ein riesiges Potenzial, was ihr da schöpfen könnt. Aber kommen wir zum ersten Punkt, zum Charakter. Zu diesem Thema gibt es ein interessantes Zitat von Charles Haddon Spurgeon. Ein guter Charakter ist der beste Grabstein. Diejenigen, die dich geliebt haben und denen du geholfen hast, werden sich noch an dich erinnern, wenn das letzte Vergissmeinnicht verblüht ist. Grabe deinen Namen in Herzen ein und nicht in Marmor. Übrigens habe ich ein Video gemacht, wie man schön sein kann, und zwar auch schön vom Charakter her. Wenn euch das interessiert, klickt einfach mal hier wird das Video verlinkt. Und in dem letzten Punkt gehe ich darauf ein, wie ihr einen schönen Charakter bekommen könnt. Letztendlich ist es so, alle Menschen werden eigentlich als Egoisten geboren. Und es ist auch so, wenn wir die Medien konsumieren, die Massenmedien, dann wird auch das in uns betont, und es wird betont, dass man Egoist sein muss und sich durchboxen muss. Aber das Problem ist, so macht man sich keine Freunde. Wie macht man sich stattdessen Freunde? Schauen wir uns dazu mal einen Tipp an von dem vielleicht intelligentesten Mensch, der jemals gelebt hat, von Salomo dem Weisen. Ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumder macht Freunde uneins. Deshalb, das ist einer der wichtigen Tipps, wenn ihr gute Freunde haben wollt. Redet nicht schlecht über andere hinter ihrem Rücken. Fangt nicht an zu lästern, wenn sie nicht da sind. Irgendwann bekommt es dann meistens doch mit. Übrigens prägt es auch euren Charakter. Die Leute merken es auch, wenn jemand seid, der über andere lästert. Verteidige deine Freunde stattdessen.
Wenn du irgendeine Kritik hast, die wirklich berechtigt ist, dann sag es ihnen direkt, aber nicht indirekt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht hinterm Rücken über meine Freunde negativ rede. Das kann jede Freundschaft zerstören. Außerdem sagt Salomo, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig, das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Es ist so, dass wir alle fehlerhafte Menschen sind und man könnte an jedem etwas auszusetzen haben und egal welchen Freund ich habe, ich könnte sagen, schau mal, der und der macht was total Komisches. Aber das ist nicht, was ein guter Freund tun sollte, sondern ein Freund sollte, wenn jemand anders Fehler hat, dann sollte der die einfach großzügig übersehen. Einer ist vielleicht ein bisschen komisch, das ist egal, er hat so viele andere schöne, positive Eigenschaften. Schaut auf die positiven Eigenschaften von Menschen, so könnt ihr euch Freunde schaffen. Noch ein Tipp von Salomo. Wer ein reines Herz und liebliche Rede hat, dessen Freund ist der König. Okay, das klingt jetzt ein bisschen altdeutsch, aber was damit eigentlich gemeint ist, ist deine Aussprache. So wie du redest, das färbt auch auf deinen Charakter ab. Es gibt Leute, die ständig mit Schimpfwörtern um sich werfen und das beeinflusst auch deinen Charakter. Deswegen überlegt euch auch, was ihr macht. Es gibt Leute, die sitzen ständig daheim und knallen vor dem Computer Leute ab. Und es ist vielleicht nicht, dass es sie jetzt gewalttätig macht, aber trotzdem strahlt es auf ihren Charakter ab und es macht sie vielleicht weniger empathisch. Und das sieht man dann einfach. Eure Sprache ist also wichtig. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich keine Fäkaliensprache einsetzen möchte. Und auch keine perverse Sprache. Und es hat einfach eine Schönheit von eurer Sprache, wenn ihr versucht, gute Wörter zu benutzen. Also freundliche Rede, das lohnt sich sowohl vor als auch hinter dem Rücken von deinen Freunden. Ein ganz wichtiger weiterer Tipp von Salomo ist, die Armen werden selbst von ihren Nachbarn verachtet, doch die Reichen haben viele Freunde. Also das ist etwas hart, aber was hier mit reich und mit arm gemeint ist, bedeutet nicht unbedingt Geld. Das kann auch was anderes bedeuten. Es kann einfach bedeuten, Talente zu haben, musikalisch zu sein, gut in der Schule zu sein, einen positiven Charakter zu haben. Alle positiven Charaktereigenschaften sind Reichtum hier. Und wenn ihr so reich seid, wenn ihr irgendetwas könnt oder wenn ihr was habt, was Wert hat, dann mögen euch die anderen Leute. Und genau darum soll es auch in diesem Kanal gehen. Hier in diesem Kanal dreht sich alles um dich, und zwar wie du möglichst erfolgreich und talentiert und interessant sein kannst. Also abonniere unbedingt den Kanal. Das ist der wichtigste und der erste Teil deines Ganzen. Das haben wir Einheimischen schon oft verlernt und wir sind Meister darin, wie wir uns gegenseitig in unserer Familie aufreiben und wie wir andere fertig machen. Aber das muss nicht sein. Die Familie ist in den meisten Fällen dein stärkstes Netzwerk. Und vielleicht sagst du, ich habe keine Familie. Das ist nicht wahr, jeder Mensch hat Familie. Und vielleicht sind es welche, die weiter außen stehen, die mal wieder kontaktiert werden müssen. Jedenfalls, je enger die Verwandtschaft ist, desto enger kann auch die Beziehung sein und desto stärker das Netzwerk. Es ist auch viel leichter, Zeit zu verbringen mit seinen Verwandten, weil man einfach ähnliche Charaktereigenschaften hat, schon mal nicht komplett auf anderen Wellenlängen schwebt. Vielleicht auch viele gemeinsame Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, von denen man zehren kann. Aber wie sind eure Erfahrungen mit der Familie? Wie ist eure Erfahrung, ein starkes Netzwerk aufzubauen? Was habt ihr für Tipps? Schreibt es bitte in die Kommentare, dass es viele lesen können und ich werde es auch gern kommentieren. Auch das ist ein riesiges Gebiet. Hier stehen euch alle Türen offen. Auch hier gibt es wieder Tipps von dem weisen Salomo und der beste Tipp ist, dass du dich erstmal auf deine nähere Umgebung konzentrierst. Geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn es dir übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Allein schon in derselben Umgebung zu wohnen ist eine starke Bindung. Besuch doch mal deine Nachbarn oder Freunde, die in der Umgebung wohnen, oder lad jemand zum Essen ein. Auch am Arbeitsplatz kann man gute Kontakte knüpfen, aber auch ganz wichtig ist das Vereinsleben oder eine Kirche, in die ihr geht. Am besten ist hier natürlich ein Verein, der überregional ist, sodass ihr zum Beispiel, wenn ihr in München wohnt und dann umzieht nach Berlin, dass ihr trotzdem diesen Verein habt und da habt ihr schon mal ein Netzwerk, was auf jeden Fall hält. Bei mir ist es die Kirche und egal wohin ich gehe, ich habe schon mal so einen Grundstock, ich habe schon mal Freunde und solche Netze werden in Zeiten eines dritten Weltkriegs, einer großen Krise, wo vielleicht alles andere ausfällt, unermesslich, unglaublich, unschätzbar, undenkbar, naja, auf jeden Fall gut. Generell ist es auch ein guter Tipp, nicht zu weit wegzuziehen, vielleicht nicht das Land zu verlassen, weil je weiter weg du ziehst, desto mehr verlierst du auch deine Wurzeln und einen großen Teil deines Netzwerks. Also die 3 Punkte waren, schau, dass du einen guten Charakter hast, der Freunde machen kann, schau, dass du auf deinen ersten Teil des Netzwerks eingehst, nämlich deine Familie, und such dir ein Netzwerk in deiner Umgebung, in deinem Verein. Also das war's doch schon mit dem Video. Wenn ihr diese Tipps befolgt, dann habt ihr die besten Voraussetzungen, ein gutes Netzwerk zu haben und einen dritten Weltkrieg unbeschadet zu bestehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Netzwerk aussieht. Also auf diesem Kanal lernt ihr nicht nur, wie ihr einen dritten Weltkrieg überlebt, sondern auch, wie ihr mental und physisch gesund und fit bleibt. Abonniert deshalb unbedingt diesen Kanal. Nicht vergessen, die Wahrheit zählt, du bist genial und bis zum nächsten Mal. Ciao!